Wenn du deinen Gurken das im Juli nicht gibst, verpasst du die Hälfte deiner Ernte. Gurke, dieses Video solltest du dir nicht entgehen lassen. Der Juli ist der wichtigste Monat für Gurken. Die Pflanze investiert jetzt am meisten Energie, um täglich neue Blüten und Früchte zu bilden. Fehlen ihr in dieser Zeit Nährstoffe, wirst du schnell feststellen, dass die Früchte klein bleiben, die Blätter ihre Farbe verlieren und das Wachstum der Pflanze sich verlangsamt. Bleib also bitte bis zum Ende dieses Videos dabei, denn ich zeige dir ein einfaches, natürliches Ergänzungsmittel, das du in weniger als 2 Minuten zubereiten kannst. Die Zutaten hast du wahrscheinlich schon in deiner Küche, und das Rezept verraten wir dir erst am Ende des Videos. Bevor wir fortfahren, nimm dir bitte kurz Zeit. Gib diesem Video ein Like und abonniere den Kanal, denn hier teilen wir täglich bewährte Tipps für gesündere Pflanzen und eine viel reichere Ernte. Jetzt erkläre ich dir, warum der Juli so wichtig ist. Gurken wachsen in diesem Monat unglaublich schnell. Fast täglich ernten wir neue Früchte, doch nur wenige denken daran, wie viele Nährstoffe die Pflanze dabei verliert. Jede geerntete Gurke bedeutet, dass die Pflanze einen Teil ihrer Reserven aufgebraucht hat. Werden diese nicht ersetzt, beginnt die Pflanze, Energie zu sparen. Zuerst bilden sich weniger neue Blüten, dann werden die Früchte dünner, und schließlich sinkt der Ertrag deutlich. Viele glauben, regelmäßiges Gießen reiche aus. Wasser ist wichtig, aber Wasser allein kann eine Pflanze nicht ernähren. Gurken benötigen Mineralien und einen gesunden Boden, damit die Wurzeln kontinuierlich alle notwendigen Nährstoffe für die Fruchtbildung aufnehmen können. Ein weiterer häufiger Fehler ist das Gießen in der Mittagshitze. Dann verdunstet viel Wasser, bevor es die Wurzeln erreicht. Am besten gießt man frühmorgens oder abends, wenn der Boden kühler ist und die Pflanze Feuchtigkeit und Nährstoffe optimal nutzen kann. Wenn Sie bemerken, dass die neuen Gurken langsamer wachsen oder die Blüten abfallen, ist dies oft ein Zeichen dafür, dass die Pflanze zusätzliche Düngung benötigt. Deshalb achten erfahrene Gärtner im Juli besonders auf die Nährstoffversorgung ihrer Pflanzen. Schreibt mir jetzt in den Kommentaren, ich will ganz viele Gurken. Ich bin wirklich neugierig, wie viele Gurken ihr dieses Jahr schon geerntet habt und wo ihr uns zuschaut. Und nun zum Rezept. Gebt in 10 Liter Wasser, Löffel 1 gestrichenen Teelöffel Kurkuma-Pulver. Mischt alles gut um, bis sich die Kurkuma vollständig im Wasser aufgelöst hat. Gießt die Gurken alle 7 bis 10 Tage mit dieser Mischung um die Wurzeln herum. Je nach Größe der Pflanze reicht etwa ein halber bis 1 Liter Lösung pro Pflanze. Kurkuma enthält natürliche Verbindungen, die häufig wegen ihrer antimikrobiellen Eigenschaften erforscht werden. Im Gartenbau wird es von manchen Gärtnern als Hausmittel verwendet, aber die wissenschaftlichen Belege für seine Wirkung auf Wachstum und Ertrag von Gurken sind begrenzt. Deshalb sollten diese Rezepte am besten als Ergänzung zu einer guten Pflanzenpflege betrachtet werden, die regelmäßiges Gießen, hochwertige Erde und eine ausgewogene Nährstoffversorgung beinhaltet. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, teilen Sie es bitte auf Facebook, Viber, WhatsApp und anderen sozialen Netzwerken, damit auch andere Gärtner dieses einfache Rezept entdecken können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen gesunde Pflanzen voller Blüten und knackige Gurkenkörbe. Bis zum nächsten Video. Passiert es Ihnen auch, dass Ihre Gurke, Paprika oder Tomate üppig blüht und dann plötzlich die Blüte abfällt, ohne etwas zu tragen? Wenn ja, sind Sie nicht allein. Viele Gärtner machen denselben Fehler. Doch heute verrate ich Ihnen eine einfache Sache, nur ein Tropfen, der alles verändert. Erstens, warum fällt die Blüte ab? Der häufigste Grund ist Nährstoffmangel. Die Pflanze hat nicht genug Kraft, jede Blüte zu ernähren, also wirft sie einfach ab. Der zweite Grund ist mangelnde Bestäubung, insbesondere bei Insektenmangel im Garten. Der dritte Grund sind Temperaturstress und unregelmäßiges Gießen. All das beeinträchtigt die Fruchtbildung.
Aber keine Sorge, ich habe eine Lösung. Und Sie, liebe Freunde, abonnieren Sie unseren Kanal und drücken Sie sofort die Glocke, um über jedes neue Video benachrichtigt zu werden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Schreiben Sie mir in die Kommentare, haben Sie schon bemerkt, dass die Blüten abfallen und an welchen Pflanzen? Denn jetzt kommt das Wichtigste, ein natürlicher Tropfen Kraft für eine üppige Ernte und kräftige Früchte. Rezept: nur 1 Tropfen für eine reiche Gurkenernte. Nehmen Sie 1 Liter warmes Wasser, 1 Teelöffel Honig, 1 Tropfen Jod, ja nur 1 Tropfen. Gut vermischen und die Pflanzen alle 10 Tage direkt an der Wurzel damit gießen. Nicht mehr. Honig nährt die Pflanze, Jod stärkt die Blüte und regt die Fruchtbildung an. Das ist die perfekte Unterstützung, wenn die Pflanze zwar blüht, aber nicht die Kraft hat, Früchte zu tragen. Abonnieren und liken Sie das Video, wenn Sie es hilfreich fanden, und wenn Sie jemanden kennen, der Probleme mit Gurken hat, teilen Sie es mit ihm. Mögen auch Sie eine reiche Ernte einfahren mit nur einem Tropfen. Vielen Dank, dass Sie unserem Kanal Ratschläge von Biologen folgen. Seht mal, wie gut meine Tomaten dieses Jahr sind. Heute verrate ich euch einen Trick, den viele Gärtner gerade erst entdecken. Schaut euch das Video unbedingt an, denn am Ende zeige ich euch, welche Anwendungsmethode die besten Ergebnisse liefert. Viele denken beim Thema rote Zwiebeln sofort daran, sie einfach um die Pflanzen zu streuen. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, und eine davon ist deutlich effektiver als die anderen. Bleibt also bis zum Schluss dran und lasst ein Like da, das würde uns sehr freuen. Danke, so mache ich es, ich hacke die rote Zwiebel fein und streue sie um die Tomaten. Während sie langsam verrottet, verströmt sie einen Geruch, den viele Schädlinge nicht mögen. Außerdem zersetzt sich organisches Material und reichert den Boden an. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Man kann die fein gehackte Zwiebel auch ganz nah am Stängel verteilen, aber darauf achten, dass sie nicht direkt auf der Pflanze liegt. So bleibt der Geruch länger dort, wo er am meisten gebraucht wird. Es gibt noch eine andere Methode, die ich besonders mag. Graben Sie neben der Pflanze ein kleines Loch, 5 bis 10 cm tief. Geben Sie eine Handvoll fein gehackter roter Zwiebeln hinein, bedecken Sie sie mit Erde und gießen Sie sie an. So verrotten die Zwiebeln langsamer, und ihr Geruch und die organischen Stoffe wirken direkt im Wurzelbereich. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie mehr Tomaten haben, können Sie die gehackten Zwiebeln mit etwas Kompost oder gesiebtem Mist vermischen und die Pflanzen mit dieser Mischung mulchen. Dadurch speichert der Boden länger Feuchtigkeit und es wird organische Substanz zugeführt, die sich nach und nach zersetzt. Viele fragen mich, ob man auch getrocknete rote Zwiebelschalen verwenden kann. Natürlich. Werfen Sie sie nicht weg. Sie können die Schalen klein schneiden und um die Pflanzen verteilen oder dem Kompost beifügen, wo sie sich mit dem anderen organischen Material mit der Zeit zersetzen. Es ist wichtig zu betonen, dass rote Zwiebeln allein kein Allheilmittel für alle Gartenprobleme sind. Die besten Ergebnisse erzielt man im Rahmen einer guten Pflanzenpflege zusammen mit regelmäßigem Gießen, Düngen, Unkrautjäten, Lüften und der regelmäßigen Kontrolle der Pflanzen, um Schädlinge oder Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Schreibt mir nun in den Kommentaren, habt ihr schon einmal rote Zwiebeln im Garten verwendet oder hört ihr zum ersten Mal von diesem Trick? Ich freue mich immer über eure Erfahrungen, denn wir lernen oft etwas Neues von euch. Wenn euch diese einfachen und natürlichen Tipps gefallen, speichert dieses Video, teilt es mit euren Freunden, die Tomaten anbauen, und abonniert den Kanal. In den nächsten Videos zeige ich euch weitere natürliche Tricks, die ich in meinem Garten anwende und mit denen ich hervorragende Ergebnisse erzielt habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine gesunde, kräftige und reiche Tomatenernte.